Gelingt John Cena der 17. große World Champion Titelgewinn? Das ist die große Frage in diesem Jahr. John Cena fährt gerade seine Rücktrittstour und natürlich hängen wir sehr sentimental und emotional an dieser Tour und beobachten das Ganze, ob John Cena den Rekord von Ric Flair brechen kann. Beide sind 16-fache Titelträger. Gelingt ihm der 17. Titelgewinn? Darauf möchte ich jetzt mit euch gemeinsam blicken. Intro ab! Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Es ist eine Rocky-Story, die wir heute erzählen. Um es einmal so zu sagen, ist er mein Lieblingsfilm und da passt John Cena natürlich auch ins Geschehen, weil dieser 17. Titelgewinn in diesem Jahr 2025 nur möglich ist. Es ist die große Rücktrittstour, die von John Cena jetzt gerade ansteht und wir haben ja die ersten Daten quasi gesehen. John Cena hatte offiziell auch gesagt, er hat etwas über 30 Termine, die quasi in diesem Jahr sind, die er in seinem Terminkalender hat. Und da wird er seine WWE-Auftritte haben. Also um das direkt zu Beginn zu sagen, da waren ja einige, der wird jede Woche dann da sein. Das hat er ja nie gesagt. Und er hat selber offiziell gesagt, das sind meine Daten. Und darum wird sein ganzer Schedule, sein Rahmen, Terminplaner, sein Terminkalender quasi gebaut. Und die Geschichte ging ja damit los, dass John Cena im vergangenen Jahr bei Money in the Bank angekündigt hat, dass er seine Karriere beenden will. Das war schon natürlich abzusehen. Und dann war natürlich das Besondere, dass er gesagt hat, es wird nicht die eine Veranstaltung, sondern es wird das ganze Jahr. Und in diesem Jahr hat er die Möglichkeit natürlich rumzureisen und auch verschiedenen Fans einfach Tschüss zu sagen. In dem Sinne, es ist ja eine Art Tschüss sagen, wenn du noch ein Match bestreitest vor den Fans und natürlich auch verschiedene Szenarien. Da kommen wir jetzt wieder ins Spiel, die möglich sind, im Ring gegen jemanden anzutreten. Und da spielt natürlich die Fantasie verrückt, gerade beim Wrestling. Und bei allem, was dann natürlich da entstehen kann, das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten schon mitbekommen. Da entstehen die größten Traum-Szenarien. John Cena gegen The Rock, John Cena gegen Cody Rhodes, John Cena gegen CM Punk. Soll jetzt nochmal die alten Duelle aufgeräumt werden oder Matches, die wir nicht gesehen haben. John Cena gegen Gunther, John Cena gegen Jey Uso. Da kann jeder einfach mal jeden Namen in den Topf werfen. Jeder hat für sich recht, weil es ein emotionales Matchmaking ist, was wir da haben. Bei John Cena ist jetzt natürlich erstmal, bleiben wir bei dieser Grundvoraussetzung, nachdem er das gesagt hat, so und so viele Daten werde ich in diesem Jahr erfüllen und das ist quasi meine letzte Tournee. Wenn die Band quasi, ob es Metallica ist, wenn sie plötzlich ihre letzte Tournee ankündigen oder wer auch immer es ist. Das sind die Daten seit da. Und wir wollen natürlich den großen Titelgewinn haben, weil es sich einfach anbietet. Er ist 16-facher Champion, Ric Flair offiziell auch 16-facher Champion. John Cena hat seit 2018 kein aufgezeichnetes TV-Match, so formuliere ich es, kein aufgezeichnetes TV-Einzelmatch gewonnen. Das letzte beim Greatest Royal Rumble gegen Triple H im Jahr 2018. Also knapp 7 Jahre ist das Ganze her. Und nichtsdestotrotz ist natürlich immer dieser Anreiz auch von den Fans, wenn er sagt, ich will jetzt den Titel nochmal gewinnen, ist er da. Er ist nicht der regelmäßig da ist, wo es dann heißt, ja, da muss ich das erarbeiten, was immer noch beim Wrestling eine sehr interessante Theorie ist. Das wisst ihr, aber darüber reden wir nicht. Das ist Thema meiner Reviews, wenn wir sehr aufs Booking da eingehen. Bei John Cena ist einfach der Wunsch da, wir wollen es ihm noch einmal quasi als Dank mit in die Hand geben. Nur ist dieser Titel so ein Dankesgeschenk? Das ist die große Frage bei all dem. So sehr wir uns das wünschen, was ist immer das Szenario danach, das sich entwickelt? Szenario, das wir jetzt gerade haben, bleiben wir bei dieser Basis, von der wir ausgegangen sind. John Cena kündigt seinen Rücktritt an. Er hat seit 2018 kein Einzelmatch im Fernsehen. Wir haben keins gesehen, das er gewonnen hat. Er ist immer wieder aufgetreten. Wir haben ihn auch bei Tag Team Matches gesehen, wo er gewonnen hatte. Und dann kündigte er
seine Rückkehr bzw. seine Teilnahme bei seiner Rückkehr quasi, nachdem er gesagt hat, jetzt ist es soweit, dass mein Rücktrittstour beginnt. Das war das erste Raw in diesem Jahr und da hat er seine Teilnahme beim Royal Rumble angekündigt. Da war es das erste Mal für mich so, wo ich die Frage gestellt habe, wenn ihr euch das Ganze nochmal anhört, okay, er will teilnehmen, aber will einfach nur teilnehmen. Er hat immer dieses geäußert, ich will dabei sein, das ist eine Möglichkeit, dann Champion zu werden. Es fehlte dieses Feuer bei all dem. Deswegen ist immer die Frage, was will er? Und wir reden jetzt vom Charakter John Cena. Das ist wichtig zu unterscheiden, was ich jetzt gerade sage. Diese intrinsische Motivation, um einmal aus der Psychologie noch ein paar Begriffe damit rauszuhauen. Die Motivation, die aus einem von innen rausgeht. Nicht eine, die von extern, ich will das große Gold sagen. Was treibt dich wirklich von innen an, warum du das machen möchtest? Was sich jeder Mensch selber auch fragen kann. Das war so nicht wirklich greifbar bei dem, was er hatte. Es war so dieses, ja, das ist die Möglichkeit, wenn ich Champion werden will. Und das wirkte auch so schon wieder ein bisschen im Nachhinein, können wir sagen, genau das ist ja die Charakterentwicklung. Es war so, ja, ich müsste, wenn ich wollte, aber eigentlich will ich. Ich bin noch nicht so richtig selbst überzeugt. Ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Und damit hat er sich eigentlich die Vorlage gegeben für die weitere Entwicklung. Beim Royal Rumble war er so knapp davor, gegen Jey Uso sich quasi am Ende durchzusetzen. Jey Uso hat dann das Royal Rumble Match gewonnen. Das Interessante geschah danach. Die Worte von John Cena bei der Pressekonferenz danach, nach dem Royal Rumble, waren ultra interessant, weil er dort das erste Mal dieses Feuer und diese intrinsische Motivation richtig in Worte fassen konnte und das emotionalisieren konnte. Und da war so der springende Punkt erreicht. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das, was wir als Zuschauer noch wirklich viel mehr als Fernsehzuschauer brauchen, um dieser Geschichte, ja, der Rocky Story zu folgen. Und merkt ihr es auch, beim Film ist es ganz genauso. Ja, er will nochmal den Rückkampf gegen Apollo, aber nicht so wirklich. Es braucht etwas, wo er dann das Feuer nach draußen auch zeigt. Das sind immer die Dinge, wo ein Charakter, eine Filmfigur, was ein Wrestler ist, eine Filmfigur, ein Filmcharakter, wo er das äußern kann. Und warum brauchte es quasi dieses erste Promo bei Raw in diesem Jahr gemacht hat, wo es so ein bisschen fehlte. Und jetzt ist ein bisschen mehr, weil wir bei der Charakterentwicklung sind. Weil wir bei dem, was ich auch schon mal gesagt habe, dieses Save the Cat-Diagramm, du musst eine Dramaturgie eben eingehen. Und die sind wir jetzt eben dazu gegangen. Beim Royal Rumble war so kurz davor, jetzt hat er es geschmeckt quasi. Er hat immer noch nicht ein Einzelmatch gewonnen. Aber dieser Charakter, diese Figur sagt, jetzt will ich's, jetzt ist die Motivation da und jetzt überträgt sich das Ganze. Jetzt glaube ich, jetzt können wir glauben. Und ich habe es auch schon mal gesagt, klar, wenn du live in der Halle bist, ist es was anderes. Wrestling ist ein Live-Action-Spektakel, gleichzeitig ist WWE eine Fernsehserie. Und was haben wir, auch wenn ich mit euch rede, wenn ich euch hier in mein Back-to-Wrestling-Wohnzimmer einlade, was habe ich genauso wie jeder andere? Ich habe diesen Bildschirm oder das Handy, wo ihr es gerade schaut, habe ich als Grenze. Und die versuche ich zu überwinden als Wrestler. Und das ist das Wichtige, sie zu überwinden. Manchmal geht es durch Overacting, durch Lautsein. Am wichtigsten ist durch Authentizität und durch Glaubwürdigkeit. Was ich in den Worten sage, muss ich zeigen im Gesicht. Und ich muss es selber fühlen, damit es der andere dann auch fühlen kann. Was ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind 3 Sinneswahrnehmungen. Du kannst es dann natürlich noch einmal erweitern mit 2 weiteren, wenn du sagst, das musst du förmlich riechen und das musst du schmecken. Damit habe ich alle Sinneswahrnehmungen komplett ausgenutzt. Kleiner Tipp, wenn ihr Promos macht, benutzt alle 5 Sinneswahrnehmungen. Das war wirklich einer, dass ich den kostenlos raushaue, dass ich so einen Tipp kostenlos raushaue, eigentlich frech. Gut, das ist der Spaß an der ganzen Geschichte, den ich da natürlich noch für euch mit einbauen will. Nur, ich will euch ja etwas bieten. Ich möchte euch etwas sagen, worauf du auch achten kannst, worauf du psychologisch mit achten kannst, wenn du eben Worte benutzt, um etwas dann auch zu äußern. Die sollen durchdringend sein. Und das hat John Cena in der Hinsicht geschafft. So,
Hier ist jetzt erstmal quasi die Voraussetzung geschaffen, in der wir gerade sind. Und deshalb gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Was hat John Cena? Ich habe natürlich auch wieder ganz schlau halt aus dem Bild, um meine Notizen zu holen. Ich habe keinen Teleprompter oder so. Ich laber einfach mit euch, das wisst ihr. Was hat John Cena auch selber gesagt zu dieser Geschichte, die wir eben brauchen? So, wir können jetzt eben sagen, ja, er muss. Über die ganzen Szenarien reden wir gleich. Wir sind jetzt noch in dem Bereich. Was sollte jetzt eigentlich geschehen, wenn er 17-facher Champion wird? Wie kommen wir da überhaupt hin? Da hat John Cena selber gesagt, ich weiß nicht, was passieren würde. Ich denke, was interessant wäre, ist, dass es einige Jackpot-Langzeitszenarien gibt, wo es passieren kann. Um jedoch Herausforderer Nummer 1 zu werden, braucht es einen storybezogenen Zweck. Ich hatte meine Chancen. Ich war Teilzeit-Wrestler seit 2018. Das ist knapp 7 Jahre her. Ich hatte meine Chancen. Ich will in einem Match, ist zu wenig. Ich habe kein Match gewonnen seit 2018. Stufe Nummer 1, ich muss mich erstmal aus dem Dreck rauskämpfen. Das ist ein interessanter Ansatz, den John Cena bringt, weil diese Figur John Cena, wenn du jetzt einfach John Cena eine Chance gibst, fehlt die komplette Emotionalisierung, was ich zu euch meinte. Du brauchst er muss sich aus dem Dreck wirklich freikämpfen. Er kann nicht einfach den Titelkampf bekommen. Er muss dahin. Rocky 3. Er konnte nicht, nachdem er einen Titel verliert und dann weg war, quasi kein Trainer mehr hatte, weil sein Trainer gestorben ist, Mickey, konnte er nicht einfach so, immer jetzt den nächsten Kampf. Er brauchte diesen Kampf durch diesen Sumpf, sich rauszukämpfen mit neuen Trainer, mit allem drum und dran. Und das braucht John Cena auch. Er hat es jetzt natürlich schon so ein bisschen beim Royal Rumble, da hat er diese Motivation wieder gehabt. Und jetzt will er den großen Sieg bei No Escape, Elimination Chamber, wer da zu dem Thema, wie es in Deutschland oder wie es zu dieser Namensnennung kommt. Beim letzten SmackDown-Review habe ich das Ganze auch noch einmal inhaltlich erklärt, deswegen Thema nicht für hier. Deswegen bleibe ich da noch einfach so. Also No Escape mit den ganzen anderen Topstars. Da ist die Möglichkeit da, um dann das, was er jetzt Motivation schon geäußert hat, nochmal Champion zu werden bei WrestleMania. Oder hat er einfach gesagt, er will bei WrestleMania nochmal im Main Event stehen. Das sind auch so feine Details, auf die wir achten können, wenn er in Zukunft immer seine Interviews und seine Promos gibt. Was natürlich bei den meisten kommt, ich will einfach John Cena, also ich übertreibe mal jetzt, dass es einige Stimmen gibt, die sagen, ja, ich will jetzt John Cena gegen den Champion sehen, fertig. Wenn du das zu schnell machst, dann fehlt eben genau das, was John Cena selber geäußert hat, dieses durch den Dreck kämpfen, dieses Drama, das du eben brauchst. Und das hat jetzt John Cena, als er kurz davor war, den Royal Rumble zu gewinnen, da hat er gemerkt, ich will es eigentlich noch. Das war das Wichtige. In der Niederlage merkst du eigentlich, das ist es, was mich noch antreibt. Wenn es so kurz davor, ich habe geschmeckt, wie das Ganze ist. Ich habe dran riechen können, das war der Sieg, dieses am Sieg schnuppern. Es hat nicht gelangt und jetzt brennt es im Herzen wieder. Das war dieses Promo danach, was wir gehört hatten. Es genügt nicht zu sagen, ja, der verdient einen Titel. Das ist jetzt eine wichtige Sache, die auch beim Wrestling sehr viel immer in den Argumenten genutzt wird. Ja, der verdient einfach den Titel. Der verdient ihn mehr als der. Das hatte ich in der Vergangenheit hier bei den Videos gesagt und darauf möchte ich nochmal sensibilisieren. Ich verstehe, woher dieser Satz kommt. Der verdient das viel mehr Champion zu sein als der. Allerdings gibt es das nicht im Wrestling. Nochmal, Wrestling ist reine Fernsehshow. Ist kein Sport, ist kein Wettkampf. Wenn ich sage, der verdient es mehr als der, bedeutet das einfach, ich bin mehr Fan von dem. Ich mag es mehr. Für mich emotional möchte ich, dass diese Figur, mit der ich einen emotional festeren Bezug habe, dass diese Figur den höchsten Titel einfach hält. Das bedeutet es. Und nichts anderes bedeutet, der verdient das mehr. Weil es keine Aussage gibt, von der ist besser und der ist schlechter, weil es nicht besser und schlechter in dem Sinne gibt. Der Promoter entscheidet. Der Promoter hat Parameter, nach denen er entscheidet, wer Champion ist. Merchandise-Verkäufe ganz weit oben, Ticketverkäufe noch weiter oben, Einschaltquoten im Fernsehen, Pay-Per-View-Verkaufszahlen. Das sind die Parameter, die ich zum Beispiel, wenn ich im Booking-Team sitze oder wenn ich gar eine Veranstaltung in Zukunft mache, das sind die einzigen. Bei wem, wenn ich ihn aufs Poster setze, reagieren Leute öfter und wollen danach Tickets kaufen. Das sind die neutralen Parameter. Die emotionalen Parameter, der verdient das mehr, ist meine Emotion.
als Zuschauer. Das ist etwas anders und deswegen kann ich nicht sagen, der verdient es mehr, weil der kann mehr oder ist der bessere Wrestler. Es gibt nicht den besseren Wrestler als den. Du kannst es immer nur an anderen Parametern messen. Für mich gibt es natürlich den besseren, aber das ist ein rein subjektives Empfinden. Wenn ich sage, der Macho Man ist einer für mich der Top-Wrestler aller Zeiten, das ist ein rein subjektives Empfinden. Und das weiß ich auch. Und wenn jemand, der hier zusieht, sagt, meiner ist Bret Hart, meiner, der jetzt, ich habe euch auch gesagt, hier ist eine Altersspanne von 15 bis 55 oder älter, ich weiß nicht. Und das ist das Schöne. Jeder hat seine anderen Lieblinge, es hat auch andere Bezugsgründe. Weil, wenn ich mit Leuten wie Macho Man aufgewachsen bin, dann ist klar, dass das einer meiner Lieblinge ist, weil ich einen anderen Kindheitsbezug einfach habe. Und wenn jemand sagt, ich bin mit Batista aufgewachsen, dann ist es Batista. Und wenn Leute sagen, und das waren sehr viele, ich bin mit John Cena aufgewachsen, dann ist für mich John Cena derjenige, der es verdient. Das bedeutet es dahinter. Diese Emotionale steckt in mir. Und da sind wir wieder bei John Cena, weil John Cena 2 Jahrzehnte in einer unglaublich schweren Zeit WWE angeführt hat. Warum war es eine schwere Zeit, ist jetzt natürlich die Frage. Wir hatten die Attitude-Ära, die eine der erfolgreichsten Äras ist. Du kannst nicht 1:1 die Umsatzzahlen von heute und damals vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Denn es ist natürlich heute eine unfassbar attraktive finanzielle Zeit, die auch wahrscheinlich im Nachgang ähnlich zur Attitude-Ära gewertet wird. Die Attitude-Ära war einfach wichtig, weil es war die größte Aufmerksamkeit, die größten Stars, die auch außerhalb des Wrestlings einfach waren, und Wrestling war überall. Wrestling war nicht nur im Fernsehen, war im Print, war in allen Medien einfach tätig und hat riesen Verkaufszahlen gehabt. Deswegen wird sie auch so hoch gejubelt. Auch da müssen wir es einfach nach Parametern betrachten und nicht nach Emotionen. Es ist klar, dass jemand, der es nicht miterlebt hat, sagt, ja, interessiert mich nicht, jetzt ist viel geil. Und das ist auch völlig richtig. Es ist ja logisch, dass es so ist. Es geht auch nicht um besser und schlechter, sondern was ist wichtiger, damit es wächst. Und nach der Attitude-Ära, es ist immer klar, auch das, was ich zu euch meinte, es gibt nie diesen es steigt an und irgendwann fällt es dann runter und dann ist es komplett weg, sondern du hast so etwas. Du hast immer solche Wellenphasen, sei es bei einer Dramaturgie und auch bei einer Unternehmensentwicklung. Und bei WWE hattest du dieses extrem hoch und dann ging es runter. Und in diesem Runter konntest du nicht mit den Stars von der Attitude-Ära-Zeit, 2001, 2002, 2003, dann, du hast natürlich einige Zuschauer verloren und du musstest dann irgendwann wachsen und du musstest das Gesicht und das Aussehen des Unternehmens verändern. Und da war John Cena wichtig, neben Batista natürlich, nicht zu vergessen. Er war das Aushängeschild über eine sehr, sehr lange Zeit. Und an diesem Mann konnte man sich einfach halten, als Unternehmen und wir als Zuschauer. Ob wir es mochten oder nicht, let's go Cena, Cena sucks. Ich war mitten in den Rufen drinne, damals bei WrestleMania in Santa Clara. Und bei Raw, was da noch alles war. Ich saß mittendrin, als das abging. Es war geil. Und viele, die damals Cena sucks gerufen haben, wollen jetzt natürlich auch John Cena an der Spitze sehen. Die Sache ist, dass John Cena durch diese Zeit eben, die er 20 Jahre an der Spitze war und auch der Charakter, den er ausgestrahlt hat, dadurch haben wir immer einen Bezugspunkt gehabt. Das heißt Aushängeschild im Wrestling, dass du ein Bezugspunkt bist und das Ganze ausstrahlen kannst. Im Ring und vor allem außerhalb des Rings. Und da ist sehr auch, also gar nicht mal so viel, es wird kommuniziert, aber da ist viel mehr, was John Cena auch außerhalb des Rings macht. Da kommen wir jetzt durch seine Make-A-Wish-Dinge natürlich auch noch viel dazu, worauf ich gar nicht so hart eingehen möchte, nur dass sie ein Teil auch seines Charakters einfach sind. Und das hat den emotionalen Bezug von den Zuschauern zu John Cena einfach bewirkt. Warum jetzt? Das heißt, er müsste es doch schaffen. Von allen Leuten, da brauchst du einen, der ganz oben als 17. Champion steht. Das sind wieder unsere Voraussetzungen, mit denen wir sind, mit die emotionalen Voraussetzungen von uns als Zuschauern, von denen wir gesprochen haben. John Cena als Figur und jetzt von uns als Zuschauer die emotionalen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagen denn seine Kollegen? Ich habe mal einfach als Beispiel JBL genommen. Er hat auch über dieses Verdienen gesprochen und er hat auch gesagt, meiner Meinung nach verdient niemand irgendwas. Ich weiß nicht, wie es um dieses Verdienen geht. Ich weiß wiederum ganz genau, wenn jemand etwas verdienen sollte, dann John Cena. Der übrigens in der schwersten Zeit, die es in der Geschichte des Wrestlings gab,
Champion war. Er musste der Attitude-Ära folgen, wo du fluchen konntest, trinken konntest, du konntest Leute einfach nur beleidigen und dann kamst du in eine Ära, die jugendfrei gestaltet wurde. Also diese PG-Ära, die dazu kam. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, den JBL gerade sagt und die das Ganze nochmal unterstreicht, in welcher Phase John Cena eben auch noch mit reingekommen ist, um das Aushängeschild zu werden. Jetzt hat er natürlich sehr viele Titel in der Zeit gewonnen, das wissen wir. Den WWE-Titel, wobei die Version, er hat den Titel gewonnen, seinen ersten bei WrestleMania 21 gegen JBL, deswegen habe ich das JBL-Zitat dann nochmal rausgearbeitet, hat ihn, dem bösen JBL, das Gold abgenommen und damit auch eine neue Ära eingeleitet. Er hat seinen eigenen Spinner-Belt bekommen, der über Jahre geblieben ist, selbst als er nicht mehr Champion ist. Das heißt, er war visuell immer da, John Cena, weil das war sein Titel, den wir mit ihm in Verbindung gebracht haben. 13 Mal den WWE-Titel gewonnen, 3 Mal diesen Titel, den World Heavyweight-Titel und zusammen sind es diese 16 Titel, wo er jetzt steht. Seinen ersten Titel JBL, seinen letzten Mal Royal Rumble 2017 gegen AJ Styles. Da hatte ich hier sogar mal auf dem Channel einen Watch-Along gemacht. Meine Watch-Alongs damals nicht so super, aber schaut mal rein, gebt mir gerne auch Feedback, wie ihr ob sowas überhaupt interessant ist. War eine Menge Arbeit hinter und seht ich Views, aber ihr könnt es gerne gucken, weil da bin ich aufs Match eingegangen, alles dahinter. Der Unterschied dazu, als John Cena 2017 Champion wurde gegen AJ Styles noch einmal, da war voll im Saft, aber sowas von voll im Saft. Da wollte er noch was beweisen, auch im Ring noch was beweisen. Und AJ Styles war gerade da, um auch was zu beweisen. Ich gehöre hier hin. Da war AJ Styles gerade ein Jahr nach seinem Wechsel von New Japan, nachdem er vorher bei TNA war, bei WWE gelandet. Und das waren andere Voraussetzungen, das war ein anderer John Cena, auch körperlich, rein visuell können wir das Ganze schon sehen. Und da war er schon so in der Phase, wo er im Herbst seiner Karriere war, aber unfassbar stark. Und das hast du ja auch als Athlet. Auch wenn ich immer wieder sage, Wrestling ist kein Sport. Das sind ja alles Leute, die unfassbar athletisch sind, was auch außerhalb des Wrestlings von Sportlern genauso anerkannt wird. Dass diese Leute, dass die Wrestler kurze Regenerationszeit, unfassbar athletisch sind, viel einstecken können und sehr hohes Tempo über einen langen Zeitraum gehen. Und John Cena hat wirklich dieses im Herbst nochmal besser werden als je zuvor, weil auch das wieder als Wrestler ist was anderes. Im Alter wirst du besser. Wrestler sind nicht gut, weil einfach eine 2 vorne bei denen im Alter steht. Alle, die im 20er-Jahre-Alter sind, heißt nicht, die sind automatisch besser. Das machst du beim Sport, beim Fußball, schönes Beispiel. Da willst du einfach die Jungen, weil die körperlich Gas geben können und da ist der Wettkampf, der im Vordergrund steht. Ein Wrestler wird mit Jahren so smart. Du wirst mit jedem Jahr besser. Und wenn du jedes Jahr auf einem Niveau bist und das, was du gelernt hast als Wrestler, plus du lernst auch noch so dein Training zu gestalten, das für dich ideal ist. Deswegen ist ein Randy Orton jetzt so gut. Deswegen hat AJ Styles seine Top-Jahre, als er in den späten 30er war und auch in den 40ern. Deswegen hat Hogan seinen größten Run, also seinen großen Heel-Run, in den 40ern gehabt. Leute dachten, der wäre da schon 60 gewesen. Nein, der war da in den 40ern. Der Macho Man, der sich neu erfunden hat. Deswegen haben die Leute so spät immer noch so einen zweiten extrem großen Run. Und John Cena hat nochmal seine Athletik angekurbelt. Plus, er war dieser Ringgeneral. Ringgeneral ist ein Begriff, den es einfach von früher auch gab, um das Ganze zu sagen, was natürlich auch Gunther sehr clever für sich hat nutzen können, um das als Charakter dann auch zu haben. Und das war das Besondere an John Cena zu der Zeit. Nur irgendwann fällt es natürlich ab. Irgendwann spielt Vater Zeit und Mutter Natur einfach ihr Spiel und dann kannst du nicht mehr auf diesem Niveau ganz agieren. Und da sind wir jetzt bei John Cena. Das heißt, alles, was John Cena jetzt macht, auch dieses Verdienen, das es nicht gibt, was JBL selber gesagt hat, alles, was wir jetzt mit John Cena sehen und was er machen soll, es basiert auf Emotionen und auf nichts anderem. Und das ist gut so, weil Wrestling ist ein Drama. Und jetzt sind wir beim interessanten Punkt angekommen. Endlich angekommen. Weil Wrestling Drama ist, müssen wir ja eine Geschichte erzählen. Wieder, was John Cena in seinem Zitat am Anfang gesagt hat, um dahin zu kommen. Wir können jetzt das blinde Matchmaking machen.
John Cena nochmal gegen Seth Rollins. John Cena nochmal gegen CM Punk. Was erreichen wir damit? Wir, die es kennen, sagen, ja, okay, cool, sehen wir nochmal. Dann ist das Match vorbei und das war's. Und dann ist es auch so, da keine Geschichte erzählt wird. Ja, eigentlich müsste er gewinnen. Wenn er nicht gewinnt, dann ist er halt so der Verlierer. Was passiert, wenn er den besiegt? Was ist dann mit einem Seth Rollins, CM Punk? Wir haben gar keine Geschichte. Das ist immer die Gefahr des Matchmakings, wenn du Matches einfach rausprügelst. Ich bin Booker und ich mache nur Matchmaking. Hatte ich auch mal gesagt, beim Indie-Wrestling musst du es ein bisschen machen, weil du gar nicht diese Möglichkeiten hast. Da ist es dieses Live-Event-Spektakel, das du präsentieren musst. Da ist es schwierig, eine Geschichte kannst du jedoch. Hier WWE und Wrestling, sobald du Fernsehen hast, bist du eine Fernsehserie. Also streng dich gefälligst an und dann musst du eine Geschichte machen. Und das, was wir jetzt gerade haben. So, welche Geschichte wollen wir denn jetzt haben? Welche Geschichte können wir überhaupt erzählen, wo wir sagen, die emotionalisiert den Zuschauer live, sowieso, wenn ich live dabei bin, und den Fernsehzuschauer? Ist es nochmal ein Aufeinandertreffen mit CM Punk oder sind wir damit glücklich, wenn wir da einfach spielen? Ist es nochmal mit Seth Rollins? Ist es mit Gunther? Ist es mit neuen Namen? Ich möchte das Ganze noch einmal unterstreichen, den Unterschied zwischen einem Storytelling, Booking und einem reinen Matchmaking. Du kannst nicht einfach Match John Cena gegen den. Du könntest auch machen John Cena gegen Braun Breaker, weil es dieses Match nie gab und John Cena noch nie den Intercontinental Champion Titel gewonnen hat. Du könntest John Cena gegen CM Punk, gegen Rey Mysterio, gegen Seth Rollins, Gunther, gegen Cody Rhodes, gegen jeden. Kannst du einfach machen. Das Einzige, was du damit erreichst, du brennst einfach alle deine Möglichkeiten durch und sagst, ein Traummatch nach dem anderen. Und wenn das Ganze dann am Ende vorbei ist, dann merkst du, dass du bei diesem Traum, den du da gesehen hast und mit jedem Traummatch aufgestanden bist und dir in die Hose gepinkelt hast. Das ist Matchmaking, Booking. Nichts anderes. Es darf nicht mal das Wort Booking benutzen. Und dann ist einfach alles durchgebrannt vorbei, hat mir in die Hose gepisst. Interessiert keinen. Interessiert keinen und ist des Ganzen nicht würdig. Also, was brauchen wir? Wir brauchen das Drama, um die Geschichte zu erzählen, damit wir der Rocky John Cena Story auch folgen können. Und wie können wir ihr jetzt folgen? Wir haben die Motivation geäußert, John Cena will es noch einmal schaffen. Jetzt hat er es selber wirklich klar gesagt, bei No Escape wird das Ganze stattfinden. Wir haben verschiedene Charaktere und wie die miteinander agieren werden, wie sich dieses Geflecht auflösen wird, das Geflecht, das ich letztens beim SmackDown Review schon mal angesprochen hatte, der Main Event Player. Das werden wir sehen, wie die Geschichte ist. Bei John Cena ist der Weg jetzt zumindest definiert, er will es noch einmal. Jetzt stellen wir die Frage, ist es schon soweit bei WrestleMania? Wird es bei WrestleMania? Wird es später? Was passiert? Gehen wir jetzt mal, ich mache jetzt rein hypothetisch. Das Szenario wirklich, er sollte es schaffen und es bietet sich dann an, John Cena gegen Cody Rhodes. Wäre das eine Geschichte, die ich sehen will? Für mich schreit diese Geschichte nach Fackelübergabe. Eigentlich schreit es nach zwei Sachen. Die eine ist so ein bisschen vielleicht out of the box gedacht, möchte ich euch so sagen. Wenn John Cena auf Cody Rhodes trifft um den Titel und wir haben diese Geschichte, die kannst du wunderbar erzählen in den Wochen zu WrestleMania hin und das verkauft auch viele Tickets und John Cena ist dann quasi noch einmal der Headliner von WrestleMania. Cody Rhodes ist das derzeitige Aushängeschild. Vergangenheit gegen Zukunft hatten wir mit Hogan gegen The Rock gehabt. Alles gut, alles schön. Verstehen wir auch. Der alte Löwe gegen den jungen Löwen. Die Voraussetzungen sind eigentlich so, eigentlich ist John Cena chancenlos gegen Cody Rhodes, wenn wir es ganz genau nehmen. Und die Geschichte deutet sich darauf an, so, hier ist die Fackelübergabe, am Ende gewinnt Cody Rhodes, John Cena hebt seine Arme in die Höhe, mit dem Titel jubelt und dann reiten beide einfach weiter. Und wie soll John Cena dann nochmal bis zum Ende des Jahres ein Titelmatch vorne? Ist dann für mich die Frage. Schwierig, schwierig. Das ist auch immer, worauf ich euch sensibilisieren will, in jeder Ausgabe, wenn wir darüber reden. Was passiert danach, wenn wir immer nur, wir haben jetzt gelernt, dieses ich will den gegen den sehen und der verdient, das sind Aussagen in diesem Kreis, die brauchen wir nicht machen, weil wir verstehen, die sind zu kurz gedacht. Und ich möchte auch da sensibilisieren, wir müssen alle weiterdenken. Wenn wir das Match haben, der gegen den, wie geht es danach weiter? Wie kann ich eine Geschichte dann weitererzählen? Und da sehe ich die Gefahr, sehe ich zumindest die Gefahr. Ich würde es vielleicht auch so machen mit Cody Rhodes, wenn die Gefahr ist, okay, was mache ich dann mit John Cena bis zum Ende des Jahres? Ich kann ihn nicht nochmal gegen Titel gehen lassen. Oder soll ich ihn dann gegen Gunther oder wer auch immer dann World Heavyweight Champion ist, dann gewinnt er diesen Titel, dann habe ich ja
okay, John Cena war nicht gut genug, um den WWE-Titel zu gewinnen, aber den World Heavyweight-Titel, dann schaffe ich auch so dieses, versteht ihr? Dieses Missverhältnis. Das möchte ich ja irgendwie auch nicht. Was ist, wenn John Cena gewinnen würde gegen Cody Rhodes? Wow, Cody Rhodes, der Junge, der wird ja, der Jüngere, der wird ja nicht gut dargestellt und sonst was. Nochmal, was mache ich danach? Deswegen will ich diese Frage stellen. Wird dann Cody Rhodes Homelander der Bösewicht? Hat er endlich das, was ich schon hatte? Ich hatte es ja mal ein paar Mal gesagt, dass Cody Rhodes auf mich wirkt, als ob er den Hollywood-Hogan-Komplex hat und unbedingt diesen Hogan-Bash at the Beach-Turn machen möchte. Das könnte es zumindest einleiten, weil dann der Frust so groß ist und dann muss ich mich ändern und dann reiße ich mir mein Gold zurück. Wäre eine Möglichkeit, ist einfach reingesponnen von mir, das einmal hier in den Raum zu werten, um eine Möglichkeit, was, wenn, um es weiterzumachen. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Dass zum Beispiel jetzt ihr sagt, nö, wenn John Cena gewinnt, dann bietet sich das an. Wenn einer schreibt, danach holt er noch den Raw World Titel und vereinigt die Titel, das wäre ein interessantes Szenario. Das glaube ich nicht. Alles ist, ich bin bereit, alles zu tun. Wer weiß, was da möglich ist. Deswegen ist so, die Frage, ist es für WrestleMania? Ja, er könnte nochmal Headliner. Es riecht dann jedoch für mich als Fackelübergabe. Oder vielleicht das andere Szenario, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Was ist mit dem SummerSlam? Dass wir da eine Möglichkeit sehen. Also, dass John Cena gar nicht das Titelmatch jetzt bekommt, sondern das, was er selber meint. Er muss aus diesem Sumpf sich rauskämpfen, um dann ein Titelmatch zu bekommen. Vielleicht ist das beim SummerSlam. SummerSlam wird das erste Mal 2 Tage lang stattfinden. Im MetLife Stadium, wo er gegen The Rock angetreten ist bei WrestleMania. Bei WrestleMania 29, wie geil wäre das, wenn er da dann diesen Erfolg hat. Dann ist auch so das Jahr, dieses Highlight im Jahr. Dann wissen wir, dann hat er es geschafft. Auch auf einer anderen Bühne und wir werten dieses ganze SummerSlam-Spektakel vielleicht nochmal auf. Wäre das eine Möglichkeit? Laut gedacht. Wieder, ich habe es euch gesagt, so arbeite ich gerne. Dass ich mit Leuten, die ich mag und denen ich vertraue, Ideen einfach hin und her spiele. Und dann kommt der andere, okay, vielleicht könnte man das machen. Das klingt gut, das vielleicht nicht so, aber vielleicht das, was ich meinte und nicht ganz so gesehen habe, vielleicht können wir daraus so was Schönes machen, wo da ein tolles neues Gericht draus wird. Darum geht es. Was ich hier jetzt gerade, ich gebe einfach nur Denkanstöße an euch, was möglich wäre. Der Vergleich schreit natürlich auch danach, wie Hulk Hogans letzter Run war im Jahr 2002. Da ist er zurückgekommen und da haben wir ganz auf dieses Thema Nostalgie, worüber wir hier komplett reden. Wenn ich über Emotionen rede, das sind nostalgische Gefühle, die zu John Cena einfach gerade viele stehen und deshalb einfach möchten, dass er gerade wegen dieses Grundes auch Champion wird. Und bei Hogan war es ja genauso 2002, dieses große WrestleMania 18 Match gegen The Rock und dann den Titelgewinn bei Backlash gegen Triple H. Es war dieser Feel-Good-Moment. Und Nostalgie hat im Wrestling eine unfassbar hohe Bedeutung, weil wir Wrestling-Fans auch so sind. Sobald wir Wrestling mögen, ist ja was anderes, als wenn jemand UFC-Fan oder Fußball-Fan wird. Wir gucken die Vergangenheit durch. Das hat jeder von uns gemacht. Gebt es bitte zu. Ich meine, sonst sind wir sind hier bei einem Back-to-Wrestling-Channel. Es ist ja, sei ja keinen anderen Grund, weil wir es aktuell und vor allem auch die Vergangenheit sehr verfolgen, weil es uns interessiert. Wie war denn das bei den Sachen damals, die wir gesehen haben? Hier mit meinem Poster Bret Hart, Roddy Piper. Das habe ich jetzt nur gesagt für die Leute, die das via Podcast auf Spotify oder auf iTunes, weil der Rest hier auf YouTube hat ja das Bild gesehen. Darum geht es eben auch im Wrestling, dass Nostalgie ein so wichtiger Faktor ist und darauf können wir auch aufbauen. Nur wieder mit der passenden Geschichte und nicht einfach, er hat es verdient, uns zu machen. Und ich habe das JBL-Beispiel genommen. Auch John Cena hat sich dazu geäußert. Ich weiß, wie hart es ist, von ganz unten zur Mitte zu kommen, bis zum Semi-Main-Event, um dann ganz oben zu stehen. Was ich nicht möchte, ist, dass ich das letzte Mal, wenn wir Zeit miteinander verbringen, damit meint er uns Fans, ich reingehe, es verlange, weil das wäre nicht fair gegenüber dem aktuellen WWE-Locker-Room der Umkleidekabine. Das wäre nicht fair den Zuschauern gegenüber und das fühlt sich einfach schlecht für mich an. Das heißt, ihr merkt selber, John Cena auch. Wir machen uns Gedanken um die Geschichte, die wir erzählen müssen. Wir können nicht darauf basieren, der verdient das aber, wir wollen das aber, dass er einfach einen Rekord bricht und 17. Champion wird. Es muss alles in einem dramaturgischen Zusammenhang stehen, weil wir im Wrestling Geschichten erzählen. Das beste Beispiel von dem Protagonisten selber gesagt.
in der Rolle, außerhalb der Rolle, wobei sich das im Wrestling ja sehr vermischt. Und kann John Cena genau diesen Weg jetzt gehen? Genügt diese Geschichte, dass wir ihn als 17-fachen Champion sehen? Wir wären auf jeden Fall bereit, das Ganze zu sehen. Es muss in einem Gesamtkomplex WWE passen, dass wir ihn nochmal als 17-fachen Champion sehen. Welche anderen Möglichkeiten bestehen denn, dass er eventuell nochmal an der Spitze ist? Oder was er noch quasi erreichen kann in diesem letzten Jahr? Wir haben über verschiedene Szenarien von Gegnern gesprochen, die er im Ring nochmal hat. Auch da, welche Geschichte wäre interessant damit zu verfolgen? Oder ginge eine andere Variante, dass wir sagen, er hat noch nie einen Intercontinental Champion Titel gewonnen, er tritt gegen Braun Breaker an und dann haben wir dieses Aufeinandertreffen. Nur wollen wir das wirklich? Dass wir bei der Rücktrittstour John Cena um den Intercontinental Champion Titel sehen? Oder dass John Cena mit dem Mann, der ihn als sein Kindheitsheld bezeichnet, R-Truth, nochmal Tag Team Champion wird? Hulk Hogan wurde ja auch noch Tag Team Champion mit Edge, damals im Jahr 2002. So als kurzer Feel-Good-Moment würde ich das sogar unfassbar gut finden, wenn wir das mit R-Truth sehen würden. Ja, das sind nicht die großen Aufhänger dieser Rücktrittstour John Cena. Der große Aufhänger ist, wir sehen ihn alle nochmal, er winkt uns allen Tschüss und jetzt ist die Frage, sehen wir ihn als 17-fachen Champion? Darum und nur darum geht es gerade. Natürlich der Vollständigkeit halber auch erklärt, vergleichen wir mal die Titelgewinne. Es wird ja mal mit Ric Flairs 16 Titelgewinnen und John Cenas 16 Titelgewinnen gesprochen. Ric Flair hat wahrscheinlich inoffiziell über 20 Titelgewinne. Das ist einfach auch damit geschuldet. Er war damals der NWA-Champion. Die Titelgewinne wurden ja einfach zugezählt in seine WWE-Persona, beziehungsweise es war schon bei der BCW so. Und er hatte vorher diesen NWA-Titel, bevor es die WCW wurde. Als er bei Crockett war und als NWA-Champion warst du ein reisender Champion, weil die NWA war eine Verbindung von verschiedenen Ligen. Und Ric Flair war der Repräsentant und ist dann in verschiedene Territories gereist. Und da gab es verschiedene Beispiele, wo es dann auch mal Titelwechsel gab, die nicht offiziell von der NWA anerkannt wurden. Den Titel gegen Harley Race in der Vergangenheit verloren. Er hat den Titel mal in Puerto Rico gegen Carlos Colon verloren, wo es sehr spontan war, wo Ric Flair quasi diese Entscheidung getroffen hat, ey, du musst mich pinnen. Es war auch in einem anderen Land, wo er sagt, du musstest mich pinnen, weil sonst ist hier Krawalle im Land. Das war eine andere Zeit. Auch das war Anfang der 80er Jahre, worüber wir gerade reden. Oder als die Rockers mal Champions wurden, als aber das Seil gerissen haben, wurde dieses Match wurde ja inzwischen ausgestrahlt, aber die Rockers gelten nie offiziell als Tag Team Champions. So etwas gibt es. Auch bei der WCW selber, er hat mal den Titel abgegeben, 94. Es war mit Ricky Steamboat und dann war offiziell eigentlich vakant. Nach Spring Stampede 94 hat er einen Titel abgegeben, hat er ihn wieder gewonnen. Aber dann hieß es, er war eigentlich die ganze Zeit Champion, kurz danach. Und dann war es nicht ein neuer Titelgewinn. Also solche Dinge kommen dann auch dazu. Das hatte ich selber damals miterlebt. Und diese 16 Titel waren halt seine WCW-Titelregentschaften, wenn wir es so sehen. Und natürlich auch die WWE-Titelregentschaft, seine 2, die er mit diesem Titel getragen hatte im Jahr 1992. Das berühmteste, als er Royal Rumble gewonnen hat. So entsteht dieses 16-16-Verhältnis. Das wollte ich euch auch einmal noch zum Ende quasi erklären. Vielleicht ist das auch so ein emotionaler Grund, wo wir sagen, okay, vielleicht belassen wir es so. Oder ist es vielleicht jemand anderes, dass ein Randy Orton kommt und John Cena daran hindert, weil er ist 14-facher Champion. Und wenn jemand diesen Rekord bricht, dann ich. Alle Szenarien, die möglich sind, mit der passenden Geschichte und dem Drama und der Rocky John Cena Story, die wir erzählen möchten. Das sind die Punkte. Und zum Abschluss ist jetzt das Wichtige erstmal zu beantworten, wenn John Cena es nicht schaffen würde, 17-facher Champion zu werden, würde es sein Vermächtnis schmälern? Nein, natürlich nicht. John Cena bleibt immer noch das Aushängeschild von WWE, das er über 2 Jahrzehnte also jetzt über 2 Jahrzehnte ist und eben auch ein Markenbotschafter für WWE. Immer wenn er jetzt auch auftaucht, außerhalb von WWE, sei es bei Serien, sei es bei Peacemaker, sei es bei Filmen, in denen er auftritt, wird er mit WWE in Verbindung gebracht. Und das ist dann für jemanden, der es sieht, was ist dann eigentlich noch mit dem Wrestling?
Er verbindet Wrestling dadurch. Leute, die ihn gar nicht kennen, die später und nur Filme sehen von ihm. Was hat er eigentlich gemacht? Oh, der war Wrestler früher. Ich gucke mir das mal an. Das ist eine Verbindung, die weit wichtiger ist, die John Cena gerade macht. Weshalb Leute ihn auch als den Besten der Besten mitbezeichnen. Die ihn zu einem wichtigen Faktor bei WWE macht, was auch ich nach vielen, vielen Jahren dann auch anerkennen durfte. Wir können über Geschichten, die entstanden sind, die Backstage waren, wo es Ärger gab mit dem einen oder dem anderen. Das, meine Damen und Herren, hast du überall, in jedem Job, nicht nur im Wrestling. Es ist klar, wenn du an der Spitze bist, musst du auch mal Entscheidungen treffen, die anderen Leuten wehtun. Zu welchem Gehalt, zu welchem Ausmaß? Da gebührt es nicht, mir jetzt hier irgendwelche Spekulationen anzuheizen. Das funktioniert ja gar nicht. Mir ist es klar, dass das überall in jedem Berufsfeld einfach ist. Wenn du an der Spitze bist, dann eckst du eben auch an, weil du ab und zu auch mal einen klaren Standpunkt haben willst. Ist es gerechtfertigt immer? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich war nicht dabei. Und es ist schwierig dann auch aus der Distanz, ja, ich habe so gehört, vor allem wenn Beteiligte nicht reden. Das ist etwas, was du immer hast. Es ist nicht alles eitel Sonnenschein. Es gibt allerdings bei Leuten, die auch eine klare Stellung haben. Es gibt andere, die ganz vorne alles auf eitel Sonnenschein haben und haben ganz, ganz viel Dreck. Nur der Dreck kommt immer. Der Dreck kommt früher oder später bei Leuten raus, die immer sich nach draußen als den Strahlemann machen und sich präsentieren wollen. Darüber reden wir jetzt hier nicht bei John Cena, sondern vor allem darum, das Vermächtnis von John Cena, egal wie es ausgeht in diesem Jahr, wird nicht geschmälert sein und nicht abhängig davon sein, ob er 17-facher Champion wird oder nicht. John Cena ist und bleibt der erfolgreichste Champion bei WWE. Und das ist unsere Geschichte für heute, die wir so zusammenfassen können. Und deshalb können wir mit den ganzen Emotionen, die wir jetzt auch in uns tragen, diese verbliebenen knapp 30 Auftritte, die er noch machen wird, in diesem Jahr 2015 mitverfolgen. Und ich persönlich hoffe, dass wir wirklich so eine schöne Rocky-Story auch sehen werden. Bei Rocky 6, da ist Rocky zurückgekehrt, aber er hat nicht den Titel gewonnen. Das Vermächtnis war nie dadurch kaputt gegangen. Und genauso etwas könnte man hier auch erzählen. Oder er kommt zurück und gewinnt tatsächlich nochmal den Titel. Wie es ausgehen wird oder nicht, eines ist sicher. Wir werden mit allen Emotionen diese Geschichte mitverfolgen von John Cena auf seinem Weg oder eben nicht zum 17. WWE-Champion-Titel. Das hat eine Menge Spaß gemacht und ich bin vor allem jetzt richtig auf eure Szenarien gespannt, die ich mir jetzt durchlesen werde, und ich bin richtig neugierig, weil ich weiß, jeder verbindet eine andere Emotion. Und nochmal, unsere Spanne ist wirklich von 15 bis 55 oder älter und jünger, ich weiß es nicht. Und ich finde es immer schöner, dass auch Leute, die ein paar Jahre mehr schon auf dem Buckel haben, auch nicht nur im Wrestling, sondern auch im Leben dann kommen und hier sagen, ey, ich bin genauso hier. Und bei den anderen, ich gucke es auch, und hier äußert ihr euch und ihr gebt lange Kommentare und durchdacht, und das finde ich schön. Auch Jüngere, die dann sagen, ey, ich finde das geil, kenne ich doch von SmackDown, das kann ich jetzt hier auch mal verfolgen. Guckt euch die alten Sachen an, guckt die aktuellen Sachen an. Wir sind hier, um über Wrestling zu reden und mit unseren Emotionen zu reden und nicht Parolen rauszukloppen. Das ist mir wichtig und ich hoffe, das bringe ich euch auch rüber, und deswegen haue ich auch mal ein paar Sachen raus, die ich eigentlich vorher nicht raushauen will, also ein paar, wie ich das mit denen, also so einfach, wo ich denke, das ist eigentlich Wissen, das muss nicht raus, das will ich lieber in meiner Backstage sagen, aber das Vertrauen ist halt groß, das sich hier aufgebaut hat, das sich auch zu euch eben entwickeln konnte im letzten Jahr, deswegen mache ich das gerne. Also hoffe ich, dass euch das ganz viel Spaß gemacht hat. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich bin richtig gespannt und neugierig, was da alles kommt. Danke natürlich an dieser Stelle an den lieben Benny, der war mit dem Sebastian von Das Hohe Bein und von Power Wrestling for the Love of Wrestling in Manchester. Sie haben mich auf dem Laufenden gehalten. Sie haben ganz tolle Bilder gemacht. Ich verrate nichts, denn das werden sie auf ihrem Channel alles sagen. Sie haben ein tolles Interview mit Tom Gerhardt gemacht. Schaut mal da rein auf jeden Fall. Oder wie wäre es? Hier ein kleiner Teaser. Der ganze Auftritt, der hatte natürlich so ein bisschen was Unwirkliches schon. Ne? Du kommst so als Tommy, der reine Spaßvogel, kommst in so eine Halle rein. Das sind Teenager, die haben so riesige Transparente. Ne? Die freuen sich dann so halb Spaß, halb ernst. Ne? Die wissen noch nicht so ganz genau, wie sie es einordnen sollen. Und ja,
Ich hatte vor allen Dingen behalten, wie diese drei Jungs diese verrückten Tommy-Klamotten anhatten, ne? Diese Riesenecken, mit diesen Poolmützen auf. Das Bild habe ich nie vergessen, wie die dann so über die Seile gesprungen sind. Ne? Und. Ja, war schon mal was Abwechslung für mich. Ne? Ja, glaube ich. Und Sie waren damit ja auch ein Wegbereiter, weil es war ja dann im gleichen Jahr im November dann der große Event. Da hat man dann Axel Schulz geholt. Grandios zum Jubiläum des Auspuff-Matches damals bei der WCW Millennium Tour. Das ist ja 25 Jahre her. Dieses Interview nochmal zu machen, das ist sensationell geil. Also ich war damals da, also ich war nicht beim Auspuff-Match, aber bei der Millennium Tour damals. Und da war ja auch ein gewisser Bret Hart bei der Millennium Tour. Das war sein letzter Auftritt in Deutschland. Und Bret Hart wird auch nach Deutschland zurückkommen am 20. September. Hey, this is Bret the Hitman Hart. I'm looking forward to coming back to Germany in September and seeing all my fans again after 20 long years. Many thanks to Andre from Gold Standard Grading for making this possible. I'm looking forward to coming back to Germany. We got lots to catch up on. Auch grandios zu sehen. Ich freue mich drauf. Also ich werde versuchen, da zu sein. Das ist eine Info, die ich euch natürlich weitergeben möchte. Die Infos auf GSG könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ich schreibe es auch unten in die Beschreibung noch einmal rein, wann dann der Ticketverkauf startet für dieses Meet and Greet. Also Gratulation an den Veranstalter, an den lieben André, der es auch auf die Beine stellen konnte, um Bret Hart nochmal nach Deutschland zu. Und ich glaube, da freuen sich sehr viele von uns. Ich freue mich für jede Unterstützung. Also gerne hier auf dem Kanal abonnieren, Glocke einschalten oder auf Spotify schauen, mir auf Insta und auf TikTok folgen. Da mache ich dann die kurzen Varianten, wobei bei Insta habt ihr sehr viel privat von mir. Wer meine schönen Shirts möchte, lieben Gruß an Dejan. Ich bin auch bei dir jetzt bei der Zeit. Kannst dich darauf verlassen. Und das war ja sein Design mit der lieben Kira, die das gemacht haben. Auf getshirts.de/valandizanti kriegt ihr diese Shirts oder auch die anderen Shirts von mir. Freue mich über jeden Support. Das langt jetzt, das halte ich jetzt so. Und das könnt ihr auch im SA Wrestling Shop auf prowrestlingtees.com/valandizanti finden. Ein tolles Thema. Ach ja, wenn ihr im Euroshop euch Dinge sichern möchtet in BW Euroshop, so rum. Auch unten habe ich den sogenannten Affiliate-Link. Im Februar gilt noch der Code Valandi15. Ihr wisst, bei manchen geht es, bei manchen nicht. Und das hat mich echt zum Kochen gebracht, dass bei manchen ist. Deswegen jetzt nur noch bis zu diesem Monat. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Also, ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche an dieser Stelle. Bleibt gesund und munter und ich freue mich, euch das nächste Mal hier dann begrüßen zu können. Bis dahin, tschüss.